Herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Bei mir geht es um die abstrakte Acrylmalerei und heute möchte ich dazu ein sogenanntes Rakelwerkzeug verwenden. Die Rakeltechnik wurde durch den deutschen Maler Gerhard Richter sehr populär. Er hat auf großformatigen Leinwänden mit sehr großen, selbstgebauten Rakelwerkzeugen wunderbare Bilder erstellt und ich mache das heute im Kleinen ein bisschen nach. Mein Rakelwerkzeug ist eine sogenannte Reibe- oder Glättekelle aus Metall. Die kann man im normalen Baumarkt erwerben und ich verwende recht pastöse Acrylfarbe. Meistens nehme ich dazu die Acrylfarbe von Amsterdam Acrylics aus der Standardserie und verwende auch handelsübliche Leinwände. Die Leinwand, die ich heute verwende, die habe ich schon mal verwendet und deshalb gehört sie hinterher in meine sogenannte Upcycling-Serie. Das sind Leinwände, die bereits bemalt worden sind und die ich dann meistens in der Rakeltechnik übermale. Deshalb kann man, wenn jetzt die erste Farbschicht in Reflex Rosé aufgetragen wird, an einigen Stellen auch noch Strukturen aus dem vorherigen Bild erkennen. Bei der Rakeltechnik ist es mir im Grunde genommen ganz wichtig, dass ich möglichst hohe Kontraste zwischen den einzelnen Farbschichten verwende und deshalb starte ich nach dem schwarzen Hintergrund auch mit dem Reflex Rosé. Alle Farben, alle Werkzeuge und alle Leinwände, die ich verwende, sind von mir selbst gekauft und nicht von irgendwelchen Firmen gesponsert. Also in dem Sinne ist es keine Werbung, aber ab und an kann man vielleicht eben ein Produkt erkennen und deswegen erwähne ich es nochmal explizit. Ich gehe, nachdem ich meine erste Farbschicht in Reflex Rosé aufgetragen habe, auf die nächste Farbschicht über. Und da verwende ich das Titanweiß und ich verwende es sozusagen als Nass-in-Nass-Technik. Zwischendurch habe ich zwar das Rakelwerkzeug gesäubert, aber nachdem die erste Farbschicht in Titanweiß aufgetragen ist, habe ich natürlich auch noch etwas von dem Reflex Rosé an meinem Werkzeug. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn so entstehen auch die typischen Schlieren und Strukturen, die diese Rakeltechnik so faszinierend wirken lassen. Das Video wird in normaler Geschwindigkeit gezeigt. Das bedeutet, wenn ich mit meinem Rakelwerkzeug auf der Leinwand hängen bleibe, dass das in dem Augenblick auch tatsächlich so ist. Ich habe ja Farbe unterhalb des Rakelwerkzeugs und ich habe bereits Farbe auf der Leinwand und beides zusammen lässt sich manchmal eben nicht von der Stelle bewegen. Da muss ich dann etwas die Leinwand anfassen und dagegen halten. Hier war die Schwierigkeit, weil ich dieses Video als Livestreaming auf YouTube gemalt habe, dass direkt neben mir das Stativ stand, auf dem die Kamera montiert war und ich im Grunde genommen die Leinwand nicht so anfassen konnte, wie ich das normalerweise getan hätte. Also dann verzeiht, wenn es etwas dauert, bis es dann weitergeht. Mir gefallen die ersten beiden Farbschichten so gut, dass ich denke, dass ich diese erst einmal fixieren muss und nehme deshalb auch meinen normalen Haarföhn und trockne die beiden Schichten in Partien an. Und wenn ich dann jetzt mit der dritten Farbe, das ist das Ultramarin, dort über diese Schichten gehe, dann vermischen sich die drei Farben nicht sofort miteinander, sondern sie bleiben teilweise für sich stehen. Und ich finde den Effekt richtig toll. Man kann sehen, wie das Ultramarin mit dem Titanweiß ein helles Blau ergibt und das Ultramarin mit dem Reflex Rosé ergibt eine Art, ja, Violett, Lila und das sieht auf der Leinwand auch ganz toll aus. Was mir dabei noch gut gefällt, ist, langsam kommen diese fleckigen Strukturen, die auf der Rakeltechnik
gerne zu sehen sind, zum Vorschein. Und die machen das Bild so richtig lebendig, weil ich teilweise bis auf den Untergrund blicken kann und teilweise kann ich nur bis zur obersten Farbschicht gucken. Damit das Bild möglichst ausgewogen aussieht, drehe ich meine Leinwand sehr oft, meistens um 90 Grad rechts oder links rum, wie es mir gerade gefällt. Also das ist eine spontane Entscheidung und ich verfolge damit kein Ziel in dem Grunde. Während des Live-Chats bin ich gefragt worden, ob ich grundsätzlich eine Idee habe, die ich verfolge, oder wie das Bild auszusehen hat. Und da kann ich nur sagen, nein, das habe ich nicht. Und ich habe mich tatsächlich von meinem Publikum leiten lassen und in die Runde gefragt, welche Farben ich denn verwenden sollte. Ich hätte quasi alles da. Und dann wurde auch das Gelb-Grün, was ich jetzt hier auftrage, ausgewählt. Und das macht eine richtig frische Farbe. Dadurch, dass sich das mit dem Hellblau, also mit dem Ultramarin und dem Titanweiß zu einem Hellblau-Grün vermischt, sieht das ganz wunderbar frühlingshaft aus, zusammen mit dem im Hintergrund liegenden Reflexrosé. Und das ist im Moment ein richtig fröhlich buntes Bild. Also da bin ich sehr dankbar für diese Anregung. Ich war auf dem Weg, zu Gold zu greifen. Wer also mag, kann das Live-Video sehen und dann eben sehen, wie ich das Gold also eigentlich schon ausgepackt hatte und habe mich dann dagegen entschieden und das Gelb-Grün genommen. Zwischendurch mache ich immer wieder das Rakelwerkzeug sauber. Das allerdings nur zwischen den einzelnen Farben. Das heißt, wenn jetzt eine Farbschicht gerakelt worden ist, dann lasse ich meistens all die Farben, die unterhalb des Rakelwerkzeugs sich befinden, dort so stehen, wie sie sind. Inzwischen habe ich zu einer meiner absoluten Lieblingsfarben gegriffen. Das ist das Preußisch Blau Phthalo und das ist ein ganz wunderbares, dunkles Blau, sehr transluzent. Und immer willig, mit anderen Farben eine besondere Farbmischung zu erstellen. Und hier gibt es jetzt im linken Bereich Farben, die gemeinsam mit dem Titanweiß, dem Gelbgrün und dem Preußisch-Blau eine wunderbare Farbmischung und Skalierung ergeben. Ich sehe das ja aus einem anderen Blickwinkel als ihr. Die Kamera befindet sich ja oberhalb meines Kopfes und guckt sozusagen auf das Bild und ich stehe ja davor. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich auf jeden Fall noch eine Perlfarbe einsetzen möchte. Und als Perlfarbe habe ich das Perlgrün gewählt und dann kam spontan die Äußerung: Das Bild sieht aus wie ein japanischer Garten. Und die Begründung war, dass es so helle Grüntöne drin hat, ein paar Blautöne und dass das Pink und das Rosa so ein bisschen entfernt an Kirschblütenbäume erinnert. Und über sowas freue ich mich unheimlich, wenn Menschen etwas mit abstrakten Bildern verbinden, wenn sie Ideen entwickeln, wenn ihnen dort Bilder entstehen, und das macht mich richtig glücklich, weil auch ich kann diese Dinge, die da gesagt worden sind, sehr gut erkennen. Die Perlfarbe ist also eine ganz wunderbare Farbe, sie gehört zu den Interferenzfarben und die Transluzenz ermöglicht es, dass sie teilweise ein bisschen deckend aufgetragen wird und teilweise hat man nur so die Idee eines Perlenschimmers von einem Perlenohrring. Und das Ganze dann eben nicht in weiß, sondern in einem leichten Grün. Und das macht das Ganze so besonders. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere ihn gerne kostenlos und ich freue mich über jedes Like und jeden Kommentar, der unter meinen Videos steht.
Liebe Grüße und wir sehen uns bei meinem nächsten Video.